Hey, ich bin's Patrick und wenn ich kann, fahre ich richtig gerne und oft Nachtzug. Aber gerade bin ich noch auf einer Fähre, wie ihr sehen könnt. Die fährt gerade aus Stockholm raus. Diese Fähre fährt mich bis nach Finnland und da steige ich dann in einen Nachtzug, der mich bis in den Norden Finnlands, nach Lappland bringt. Just jump in the train and then I'm there. Das ist total skurril. Das ist einfach so geil. Fähre und Nachtzug. Passt das zusammen? Und kann man sich das in Skandinavien überhaupt leisten? Meine Reise beginnt in Stockholm. Von hier nehme ich die Fähre nach Turku in Finnland. Von dort nehme ich dann den Nachtzug über Tampere und Oulu bis hoch nach Rovaniemi in Lappland. Ungefähr 11 Stunden dauert die Überfahrt nach Finnland und allein schon um meine Sachen abzulegen, habe ich mir auch eine eigene Kabine gebucht. Die Fahrt alleine kostet 20 Euro. Für die Kabine zahle ich 60 Euro extra, also insgesamt 80 Euro. Boah, Alter, ist das groß. Und so richtig mit Ausblick. Oh, sogar mit Dusche, guck mal. Auf einer Fähre hat man natürlich deutlich mehr Platz als in einem Zug. Großes Bad, ein Doppelbett und ein riesiges Bullauge. Ich schaue mir jetzt die Fähre an. Über 200 Meter lang, 12 Stockwerke hoch. So stelle ich mir eigentlich ein Kreuzfahrtschiff vor. Restaurants, Cafés und sogar einen Wellnessbereich. Typisch finnisch ist ja die Saunakultur und ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon in den Genuss komme, aber hier gibt es eine Sauna auf der Fähre und die probiere ich jetzt aus. Neben der Sauna gibt es hier auch einen Raum voller Schnee, in dem man sich abkühlen kann. Ja. Dazu noch mehrere Whirlpools mit diesem Ausblick. Mitten auf einer Fähre echt unwirklich. Und 24 Euro bei 2 Stunden Benutzung finde ich dafür echt einen fairen Preis. So einen Luxus auf einer einfachen Fährfahrt habe ich nicht erwartet. Es ist auf jeden Fall sehr anders als bei meinen anderen Nachtzugreisen. Auch neu für mich der Duty-Free-Bereich auf der Fähre. Hier kann man auf offener See steuerfrei einkaufen, besonders Alkohol- und Luxusprodukte. Einfach so lustig große Typen. Ein Snack mitnehmen schadet bestimmt nicht. Hier kommt uns die zweite Fähre, die Viking Glory, entgegen. Beide Fähren fahren mit LNG, also Flüssigerdgas, und sind deswegen umweltfreundlicher als die älteren Dieselschiffe. Im Hintergrund seht ihr schon Finnland. Wir kommen gerade an einem Zwischenstopp in Åland an. Ich esse jetzt aber einfach erstmal zu Mittag. Ich habe mir einen kleinen Teller zusammengestellt am Buffet in der Cafeteria hier. Das hat so 10, 11 Euro gekostet. Und ich habe mir noch eine kleine Zimtschnecke dazu geholt, weil normalerweise ist ja hier so eine Kaffeepause üblich. Das haben wir ausgelassen. Deswegen Zimtschnecke und Wasser. Schmeckt aber hoffentlich trotzdem gut. Gerade noch auf der Ostsee, jetzt schon mitten im Schärenmeer vor Turku. Turku ist die älteste Stadt in Finnland und ist heute eine der wichtigsten Hafenstädte des Landes. Wir haben jetzt die Fähre verlassen und sind jetzt hier direkt am Bahnhof von Turku. Und zwar nicht dem normalen Hauptbahnhof, sondern dem Hafenbahnhof. Und hier kommt dann gleich schon der Zug an. Mit dem fahren wir da zum Hauptbahnhof und von da startet dann richtig der Nachtzug. Genau genommen ist das hier schon der richtige Nachtzug. Aber auf der Strecke vom Hafen zum Hauptbahnhof fährt man erstmal im Sitzwagen mit. Die Schlafwagen vom sogenannten Santa Claus Express werden erst hier am Hauptbahnhof angekoppelt. Genau wie auch ein Transportwagen für Autos. Das Besondere an den finnischen Schlafwagen: es gibt 2 Stockwerke. So, ich bin im oberen Abteil, in der Deluxe-Kabine. Und es ist wirklich, wirklich eng, weil der Zug hier so ein bisschen abgerundet ist. Stört mich aber nicht so wirklich. Ich muss noch eine zurück. Hier, das Ganze funktioniert mit einer Lochkarte, ist schon eingesteckt. Alles ein bisschen eng hier. Hier oben gibt es immer nur 2 Abteile und seit Corona ist es auch so, wenn man sich alleine eine Kabine bucht, dann gehört einem die ganze Kabine. Für jeden Passagier gibt es hier 2 Handtücher, eins fürs Gesicht, eins für den Körper, eine Flasche Wasser, weil das Wasser aus dem Zug darf man natürlich nicht trinken, und das Bett ist frisch bezogen, also ganz normal mit Bettdecke, Kopfkissen und Bettbezug. Hier oben ist die Besonderheit, dass man eine eigene Kabine hat mit einem Duschkopf, also einer Dusche, die man benutzen kann, und einer eigenen Toilette. Und unten in den Kabinen ist das so, dass beides auf dem Gang ist. Und dafür hat man dann ein kleines Waschbecken. Ich habe gerade entdeckt, dass es nicht nur einen normalen Duschschlauch gibt, sondern auch einen richtigen Duschkopf, und habe mich dann gefragt, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze klappt sich um, ich finde es total krass, klappt sich um zu einer Dusche.
Und dann kann man sich mit einem ganz normalen Duschkopf morgen früh abduschen. Das ist total skurril, aber irgendwie gut durchdacht. Pünktlich um 21 Uhr. Abfahrt Richtung Norden. Was für Menschen reisen mit mir in diesem Nachtzug Richtung nördlichen Polarkreis? Zeit, meine Nachbarn zu nerven. Im unteren Teil des Zuges treffe ich eine Frau, die gerade noch an einer Präsentation arbeitet. First of all, what's your name? Hi, I'm Sanukka Lehtiä. I'm Patrick. Thank you for your time. I think, are you working right now? Yes, I have still something to finish before tomorrow's work day. This looks like you are very experienced with working in the train. Is that true, or is this your first time? No, it's not first time. Yeah. I always take the train if I have possibility. Yeah. Well, in Finland we have so big carbon footprint Yeah. because we live in so north. So every possibility that I get to choose how to travel, for example, Yeah. it takes a little bit off from the kilograms of CO2. Do you always try to take night trains also? Or is that? Yes, if I go to north, you don't need to do anything. Just sleep here and be comfortable, because if otherwise I should drive to Helsinki, Yeah. try to get to the airport, and then rent a car or something like that. But by this, I'm totally in the city center and I don't need to do anything. So you go to take the night train to save time and some carbon also? Yeah, and it's about the same money. Yeah. And it's convenient, Yeah. because I live in Turku, so I just jump in the train and then I'm there. Gut für Sanukka ist, dass es überall im Zug WLAN gibt, das auch fast die ganze Zeit gut funktioniert. Ich gehe ein Abteil weiter. Hier quatsche ich noch mit Helen. Sie arbeitet an der Universität Lapplands und pendelt alle paar Wochen zwischen Turku und Rovaniemi. Is the night train something that you take regularly? Yeah, I've been taking the night train now for over a year. Every month and a half or something. I would say that going from Rovaniemi to Turku or the other way around, this is the easiest way. Maybe not the cheapest, I have to say. Flying is currently pretty cheap, which is a bit upsetting, but still, I guess if I would live in the Helsinki area, you know, I would be flying. It's sad to say, but it's Way cheaper. It's way cheaper and it's so fast. Aber ist es jetzt teuer oder nicht? Vergleiche mit dem Flugzeug sind nicht so leicht. Vereinzelt findet man Tickets für 49 €. Wenn man allerdings spontan und in der Hauptsaison bucht, kann es auch schnell mal über 200 € kosten. Ich habe einen durchschnittlichen Preis bezahlt, 130 €. Das Zeichen hier unten steht übrigens für Tierabteile, die man für 8 € extra buchen kann. Hier an der Stelle im Zug kann man Fahrräder anschließen. Gegen einen kleinen Aufpreis kann man die auch mitnehmen, also es ist auch sehr fahrradfreundlich. Und ich würde sagen, es ist jetzt kurz nach 10 und ich hole mir jetzt schnell mal ein gutes Abendessen. Der Speisewagen liegt hinter dem Sitzabteil hier. Das hier ist der Speisewagen. Hier gibt es bis spät abends warme Speisen. Und weil ich sehr hungrig bin, werde ich jetzt direkt mal mich umgucken und dann eine bestellen. Hi. Speisewagen sind in Finnland fast durchgehend geöffnet. Es gibt neben Sandwiches und Snacks 9 warme Hauptgerichte, die zwischen 10 und 16 € kosten. Ich probiere die vegane Pasta für etwa 12 €. Aufgewärmt, aber es schmeckt trotzdem ganz lecker. Es ist jetzt kurz vor 11 in Tampere und ich habe gerade gegessen und jetzt warten wir 2 bis 3 Stunden, bis der Nachtzug aus Helsinki kommt. Ich habe einen guten Zufall, der mir gerade ein bisschen in die Karten spielt. Ich habe einen alten Schulfreund, den Chris, der wohnt seit einem Jahr hier in Tampere, der ist ausgewandert und den treffe ich jetzt. Chris und ich haben uns einige Jahre nicht gesehen und können in einer Bar direkt am Bahnhof über das Leben in Finnland quatschen und sogar noch kurz in seinen Geburtstag reinfeiern. Der Halt reicht für einen Spaziergang in der Stadt, aber man kann natürlich einfach schon schlafen gehen. Zurück in meinem eigenen kleinen Bad. So, es ist jetzt ungefähr 12:30, Zeit ins Bett zu gehen. Ich werde auf jeden Fall hier unten schlafen, weil unten ist lang genug. Und oben, durch diese Abrundung, sieht mir doch ein bisschen zu kurz aus. Aber das probiere ich jetzt einfach aus. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Morgen. Es ist 8:30. Wir sind gerade aus Oulu rausgefahren. Das ist so die letzte Großstadt auf dieser Reise. Übrigens auch die nördlichste Großstadt in ganz Europa.
Und das hier habe ich noch nicht hochgemacht. Und so sieht's aus. Es ist deutlich herbstlicher hier oben und das ist eigentlich ganz schön. Also man schläft hier auf dem Bett auf jeden Fall gut. Es ist lang genug, es ist, finde ich, bequem genug. Und bis auf so 1, 2 Manöver, glaube ich, habe ich echt durchgeschlafen. Was mir aufgefallen ist jetzt, als ich aufgestanden bin gerade, dass es echt kälter geworden ist. Also wir sind echt schon weit im Norden. Deswegen habe ich irgendwie hier Omas Socken, Omas Wollsocken mir rausgesucht und ein bisschen auch die Temperatur hier angepasst. Das geht aber ganz gut auf jeden Fall. Gerade war es schon ein bisschen kühl. Das Duschen geht auch gut, aber warmes Wasser gibt es leider nicht. Boah, das ist so kalt. Es ist einfach so kalt. Das muss reichen. Wir reisen Ende September, zur Zeit der sogenannten Ruska, wo alles schön bunt und herbstlich ist. Vergleichbar mit dem Indian Summer. Ab November fährt der Santa Claus Express hier durch Schnee direkt in die finnische Heimat des Weihnachtsmanns. Zeit für Frühstück im neuen Speisewagen. Hier hat Arja die Kontrolle. I would like to have breakfast also. You can choose from there. Okay. Das Essen nimmt man sich hier selbst. Es gibt eine große Auswahl, aber alles ist verpackt und deswegen nicht ganz so umweltfreundlich. Zahlen kann man easy, kontaktlos, mit Karte oder per Handy. Ja. Okay, fürs erste kleines Frühstück. Ich trinke wirklich kaum Kaffee, aber das muss ich mal probieren, weil hier stehen überall so Kannen rum mit diesem finnischen Filterkaffee. Und es ist ja auch schließlich das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Konsum von Kaffee, also da kann ich mich jetzt nicht rausziehen. Ich kann nicht sagen, ob er gut oder schlecht ist, aber es ist so ein klassischer Filterkaffee. What is your name? Nigel aus Cornwall ist der erste Tourist, den ich treffe. Er reist mit seiner Frau, die noch schläft, mit dem Zug durch Europa. Er ist noch komplett analog unterwegs. Ein Buch mit allen aktuellen Zugverbindungen in Europa. Damit organisiert er alle seine Reisen. Momentan machen die beiden eine Skandinavien-Tour mit Interrail. Normally, we travel with some sort of destination in mind, because we travel a lot by train, right? So a few years ago, we went to Thailand by train. From England, okay. Yeah. When it was possible with the Trans-Mongolian, right? Exactly, Yeah, okay. exactly that. So you don't ever use the plane or just like rarely? If we get really stuck, then we might use a plane, but we don't. Yeah, we don't want to use a plane. That's the bottom line. And the other thing about it is that, you know, we're doing it because we're sort of vaguely green. Yeah. We want to have a holiday, but we don't want to wreck other people's countries in the process. Sure. Right? You know, and all that stuff. Nigel ist ein Riesenvorbild mit seiner entspannten Art zu reisen und mit seinen Geschichten von seinen vielen Zugreisen, auch vielen Nachtzügen. Are you still happy that you ended up on the night train? How did you like it? It was nice. It was nice on the night train. It was comfortable. It was the facilities were good. Yeah. It's certainly not crowded, that's Yeah. for sure. It wasn't noisy, was it? Easy to sleep on it, basically. Do you feel like a little bit limited because of the train? Yeah, you're definitely limited, but on the other hand, who wants to drive to Finland from England? Not me. Ich habe mit Nigel dann noch etwas über seine Reisen durch die halbe Welt geredet, während es immer weiter durch die finnischen Wälder geht. Eine kleine Einordnung zum CO2-Fußabdruck. Die Reise mit dem Nachtzug erzeugt 1,5 Kilo CO2. Mit dem Auto ist es ca. das 40-fache. Und mit dem Flugzeug sogar das 110-fache. Echt umweltfreundlich also. Ankunft in Rovaniemi, der Hauptstadt von Lappland. Es ist 11:15 in Rovaniemi. Es ist alles pünktlich gelaufen. So weit nördlich war ich noch nie. Und wenn wir jetzt über den Nachtzug nachdenken, dann finde ich das Besondere daran, dass er ganz normal ist. Menschen nutzen diesen Nachtzug sehr normal. Er kommt pünktlich, es ist gemütlich zu schlafen, man kann was essen. Und genau das finde ich das Schöne an den Nachtzügen in Finnland, weil sie irgendwie so eine Vision sind von, wie Nachtzüge ganz normal sein können und jeder sie benutzen kann. Wenn euch diese kurzen Reisedokus gefallen, dann abonniert doch unseren Kanal WDR Reisen. Alle Nachtzug-Dokus von Alex und mir, die findet ihr in der Playlist Im Nachtzug unterwegs. It's all nothing anymore.
just shades of grey.